Bereich Industrie 4.0 sind wir stetig auf der Suche nach neuen Potenzialen, um die Fertigung und die Prozesse darum herum zu verbessern und effizienter zu machen. Bereits seit einiger Zeit setzen wir erfolgreich Projekte im Bereich Industrie 4.0 mit der Hilfe von AXO um. Und da ist die Idee geboren, Trainings mit virtueller Realität anzubieten. Ein großes Problem in der Schulung an diesen großen Maschinen ist, dass es in den Werkshallen sehr laut ist. Es ist eine schmutzige Umgebung, es ist eine gefährliche Umgebung. Da ist die Abrutschgefahr zum Beispiel beim Schrauben immer gegeben. Verbrennungsgefahr. Maschinen sind heiß, Werkzeuge sind heiß, aber auch das Fertigprodukt selber ist heiß und des Weiteren Schnittverletzungen durch Späne oder scharfe Kanten sind durch VR natürlich nicht gegeben. Also ein Riesenfaktor, was Arbeitssicherheit angeht. Das Ganze ist ein virtuelles Training, das einen Schulungsprozess abbildet, bei dem Leute Werkzeuge aus einer Maschine ausbauen, auf einer speziellen Einstellvorrichtung justieren und dementsprechend danach fertig justiert wieder einbauen in die Maschine, um Korrekturen oder Anpassungen vorzunehmen. Für uns war vor allem wichtig, dass wir die Schrittfolge der Schulung in VR genau exakt abbilden. Es ist genau festgelegt, mit welchem Schraubenwerkzeug eine Schraube manipuliert werden muss und was genau davor und danach kommt. Der andere Teil vom Realismus ist aber natürlich auch, wie funktioniert das Ganze motorisch? Und deshalb sind wir hingegangen und haben uns virtuelle Werkzeuge gebaut, die wir auf Tischen platzieren in VR, die der Anwender in die Hand nimmt und mit diesen Werkzeugen dann zur Maschine geht und damit arbeitet, dass die Mitarbeiter in der Lage sind, die normalen Handbewegungen, die sie aus der Realität kennen, zu machen und dementsprechend auch das motorische Gedächtnis mit beansprucht wird. In der Vergangenheit war es ja oftmals so, dass praktische Schulungen draußen vor Ort an der Maschine oftmals ziemlich kurz gehalten werden, weil die Stillstandszeiten von den Maschinen, das ist ja immer ein Thema. Es entstehen kontinuierlich, solange geschult wird, Materialkosten und Ausfallkosten durch Maschinen, die stillstehen. Bei einer VR-Schulung haben wir am Anfang einmal die Investition der Implementierung, der Interaktion und anschließend war es das. Das heißt, die Schulung kann danach laufen, ohne dass weitere Kosten entstehen. Auch der Spaßfaktor für die Leute. In der theoretischen Ausbildung war es dann immer so, in der Vergangenheit, die 2-3 Stunden, die Leute hingen dann schon ziemlich in den Seilen und durch VR wird die Theorie mit der Praxis quasi kombiniert und die Leute sind aktiv mit dabei. Das aktuelle Projekt ist erst der Anfang. VR-Technologie hat aus meiner Sicht sehr großes Potenzial, gerade in der aktuellen Weltsituation mit Pandemie und mobilem Arbeiten, dass auch Kunden zum Beispiel über VR geschult werden können an unseren Produkten, an dem Einsatz unserer Produkte, sodass wir auch auf Kundenseite noch großes Potenzial haben, da Märkte zu erschließen mit VR-Technologie.